Ich habe jahrelang gedacht, dass Fahrradfahren im Alltag viel teurer ist, zumindest wenn man Zeit und Nerven betrachtet. Bis ich einmal einen 5-Kilometer-Weg gerechnet habe und danach diesen Weg nicht mehr mit dem Auto gefahren bin. Vielleicht kennst du das. Für kurze Strecken denkt man sich, Auto ist viel bequemer, schneller und lohnt sich mehr. Fahrradfahren macht man nur, wenn man Zeit und Lust hat. Und genau dasselbe habe ich auch gedacht. Ich will dir heute keine Fahrradpredigt halten. Ich will dir nur einmal zeigen, was mich überrascht hat, als ich meinen Alltag einmal ganz nüchtern durchgerechnet habe. Ich habe mir eine einfache Frage gestellt. Was kostet mich ein Kilometer Fahren im Alltag wirklich? Und zwar nicht nur Sprit oder Bananen, sondern alles. Wie berechnet man die Kosten für einen gefahrenen Kilometer? Als ich angefangen habe, die Kosten für das Auto zu berechnen, war mein erster Gedanke, Sprit macht doch bestimmt den Löwenanteil aus. Und der Rest ist vergleichsweise klein. Und dann habe ich gemerkt, dass ich eigentlich gar nicht genau weiß, wofür man beim Auto alles bezahlt. Klar, Versicherungen und Steuern werden einmal im Jahr vom Konto abgebucht. Aber da ist doch sicherlich noch viel mehr. Also habe ich etwas gemacht, was viele von uns wahrscheinlich auch machen würden. Ich habe ChatGPT gefragt. Wofür zahlt man eigentlich, wenn man ein Auto besitzt und fährt? Und die Antwort war länger als gedacht. Da war natürlich der Sprit, klar. Aber dann kamen Dinge, die man im Alltag einfach wegblendet. Versicherungen und Steuern hatte ich schon auf den Schirm. Aber die bezahlt man ja nicht pro Kilometer. Die zahlt man einmal im Jahr. Und genau deshalb fühlen sie sich irgendwie nicht wie Fahren an. Aber zahlen muss man sie trotzdem. Dann die Wartungen und Reparaturen wie Ölwechsel, Bremsen und TÜV. Das Auto hat den TÜV bestanden. Prima, das freut mich. Jetzt kann ich wieder zum Bäcker fahren. Aber die kommen nicht jeden Monat und auch nicht jedes Jahr. Aber sie kommen immer wieder, je nachdem, wie viel man mit seinem Auto fährt. Und sie werden jedes Mal etwas teurer. Und dann kam der Punkt, den ich selbst jahrelang ignoriert habe. Der Wertverlust. Das Auto wird jedes Jahr weniger wert, egal ob du damit fährst oder nicht. Als ich all diese Punkte aufgeschrieben hatte, war mir eins klar. Das sind keine Extrakosten. Die gehören zum Autofahren einfach dazu. Also habe ich mir einfach einen Autokostenrechner im Internet gesucht und meine Werte eingegeben, so gut ich diese ermitteln konnte. Zum Schluss habe ich die Gesamtkosten aus dem Rechner durch die gefahrenen Kilometer in der Nutzungsdauer gerechnet. Am Ende lag ich bei ungefähr 50 Cent pro Kilometer. Und wie man sieht, macht Sprit bei mir überhaupt nicht den Löwenanteil aus. Er liegt gerade mal bei 28% für jeden gefahrenen Kilometer mit dem Auto. Und das nicht gefühlt, sondern real gerechnet. Wow, das hätte ich jetzt auch nicht gedacht. Wie sieht es jetzt mit den Kosten bei deinem Fahrrad aus? Nachdem ich das Auto durchgerechnet hatte, dachte ich mir, okay, und jetzt mache ich das Gleiche fürs Fahrrad. Und ganz ehrlich, das fühlt sich sofort anders an. Beim Fahrrad musste ich nicht lange überlegen, wofür ich eigentlich bezahle. Ich habe mir dieselbe Frage gestellt. Wofür zahle ich eigentlich, wenn ich ein Fahrrad besitze und fahre? Und die Liste war überraschend überschaubar. Da ist erst einmal die Anschaffung, Einmalkauf und dann fährt es. Ich habe mein Fahrrad nicht auf einmal gerechnet, sondern auf mehrere Jahre verteilt.
so wie ich es beim Auto auch gemacht habe. Es gibt Verschleiß, die Reifen, die Kette, das Kettenblatt, die Kassette, Bremsen und die jährliche Inspektion für alle die, die ihr Fahrrad lieber in die Werkstatt geben. Der Verschleiß kommt nicht ständig, ist dazu noch meistens planbar und kostet nicht gleich die ganze Welt. Den Wertverlust gibt es beim Fahrrad natürlich auch und der beträgt bei meinem Fahrrad ca. 180 € pro Jahr. Ich habe einfach auf Kleinanzeigen geschaut, was mein Fahrradmodell mit einem Alter von 5 Jahren kosten würde. Es sind ca. 700 €. Das heißt, dass ich für 5 Jahre 900 € für das Fahrrad bezahlen würde, was dann 180 € pro Jahr wären. Und dann habe ich gemerkt, was alles nicht auf der Liste steht. Zum Beispiel keine Versicherung, denn diese ist in meinem Fall in meiner Hausratsversicherung schon mit drin. Keine Steuern, kein Spritverbrauch, außer Bananen und Wasser, aber die sind wirklich überschaubar. Bei 40 Kilometern verbrauche ich 750 Milliliter Wasser und eine Banane. Das sind sehr überschaubare Kosten und machen gerade mal ca. 30 Cent aus. Bei 4000 Kilometern Fahrleistung pro Jahr macht das gerade mal 30 €. Also alles machbar. Am Ende kam ich bei etwa 342 € pro Jahr raus. Für alles komplett. Auf meine gefahrenen Kilometer gerechnet wären das ungefähr 9 Cent pro Kilometer. Also habe ich mir keinen großen Vergleich ausgesucht. Kein Pendelweg, kein Wochenendausflug, sondern eine ganz alltägliche Strecke. Eine kurze Strecke von ungefähr 5 Kilometern. Einfach nur zum Einkaufen, zum Bäcker oder zu irgendeinem See und dort einen Ausflug zu machen. So ein Weg, wo man automatisch denkt, ach komm, wir nehmen schnell das Auto, dann sind wir gleich da. Das ist so ein Weg, den man überhaupt nicht hinterfragt. Der ist viel zu kurz, um drüber nachzudenken oder ihn überhaupt zu zählen. Ich habe mir dann genau so eine Strecke angeschaut und mich gefragt, was kostet mich die Strecke eigentlich sonst? Mit dem Auto wären das 2,50 €. Die bezahle ich natürlich nicht sofort und ich spüre sie auch nicht gleich, aber sie sind real. Mit dem Fahrrad wären das gerade mal 45 Cent für genau dieselbe Strecke. Und plötzlich ist das Ganze kein Vergleich mehr zwischen Fahrrad und Auto, sondern eher zwischen ich merke, wo das Geld hingeht und ich kann es einsparen. Und diesen einen Weg fahre ich nicht nur einmal im Monat, den fahre ich mehrmals die Woche, 2, 3 Mal. Und auf ein ganzes Jahr gerechnet wären das schon 300 € für einen Weg, über den ich sonst nicht einmal nachgedacht habe. Es geht nicht darum, alles mit dem Fahrrad zu machen und auch nicht darum, perfekt zu sein. Aber 1 oder 2 dieser Alltagswege, die machen einen echten Unterschied. Seitdem betrachte ich diese 5 Kilometer Wege ganz anders. Nicht als Umweg, sondern als einfache Entscheidung. Und jetzt seid ihr dran. Und genau deswegen interessiert mich jetzt auch deine Perspektive. Welcher deiner Wege ist ungefähr 5 Kilometer lang? Und was würde dich dieser übers Jahr gesehen kosten? Schreib's mir gerne in die Kommentare, ich bin darauf total gespannt.